Meine Fresse, das ist ja wohl mal wieder richtig scheiße gelaufen. In Berlin, habt ihr vielleicht gehört, wurde vor ein paar Monaten ein echt cooler Baustaatssekretär ernannt. André Holm, einer von den Guten, einer von uns, ein Ex-Hausbesetzer, der einfach mal Politik für die Leute in der Stadt machen wollte und nicht für diese scheiß Baumafia, die seit Jahrzehnten hier fette Gewinne einstreicht und mehr oder minder irgendwie auch diese Stadt regiert. Und der ist nach wenigen Wochen einfach aus dem Amt gekegelt worden. Klar, die Causa Holm ist irgendwie durch, der Drops ist gelutscht, aber ich glaube, es lohnt sich so ein bisschen darüber nachzudenken, was da eigentlich passiert ist. Weil nämlich die Baumafia, als der Typ an die Macht kam oder ins Amt kam, natürlich denen ging sofort der Arsch auf Grundeis. Die hatten sofort Angst um ihre Profite und haben natürlich sofort eine fette Kampagne gegen ihn angestrengt. André Holm, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen als international berühmt-berüchtigter Stadtforscher und Gentrifizierungskritiker. Der fängt an, so ein bisschen Donald Trump-Style, aber halt auf sozial, in den ersten Tagen und Wochen im Amt total geile Veränderungen durchzusetzen. Ich langweile euch jetzt nicht mit der Aufzählung, aber eine der Sachen, die er zum Beispiel ganz am Anfang gemacht hat, ist, der hat einfach eine geplante Mieterhöhung im sozialen Wohnungsbau ausgesetzt. Die Leute hätten ab, glaube ich, April mehr Miete zahlen müssen. André Holm sagt, nee, wird ersatzlos gestrichen. Das ist eine total geile Geschichte. Eigentlich ist es eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation für alle. Linke Bewegungen politisieren die Stadt, linke Regierung kommt an die Macht, linke Regierung ernennt linksradikalen Baustaatssekretär und der macht endlich mal Politik für die Leute von unten. Sehr gut. Eigentlich müssten wir überall in der Stadt fette Partys feiern. Support André Holm Partys, Pressure Your Leftist Government Partys. Und darüber würde ich gerne reden, weil was wir da gemacht haben, nämlich nichts, ist genau das, was mich wahnsinnig an den Linken aufregt und an den Leuten, die sich mal als Zivilgesellschaft bezeichnen. An uns Linken kann man ja viel aussetzen, unsere Arroganz, unsere Körperfeindlichkeit, unser Doziergehabe. Aber was mich am meisten an uns ankotzt, ist die Tatsache, dass wir irgendwie uns nach Jahrzehnten, die wir immer nur auf die Fresse bekommen, anscheinend so gemütlich in der Annahme eingerichtet haben, dass wir immer nur verlieren werden, dass wir nicht mal unsere Leute verteidigen, wenn sie eigentlich mal an wichtigen Orten sitzen, dass wir nicht mal eine Regierung, die irgendwie eine Linksregierung ist, unter Druck setzen, dass sie auch die Politiken, von denen wir wollen, dass sie durchgesetzt werden, durchsetzt. Alles, was dann kam in Unterstützung für André Holm, war schon viel zu spät. Da war der Drops halt schon gelutscht. Ja, die einzigen Leute, die was gemacht haben, waren diese Studis, die das Institut, wo er früher unterrichtet hat, besetzt haben. Und es gab so eine kleine Kundgebung mit 150 Leuten vom Gorki-Theater, wo die Leute Michael Müller angepöbelt haben. Finde ich auch total super. Und der hätte natürlich viel früher angepöbelt werden müssen und viel mehr. Und dieser Kohlmeier auch. Und wenn ihr jetzt denkt, ich kacke euch da vom hohen Ross irgendwie auf den Kopf, ich war selbst nicht bei der Kundgebung. Ich hatte an dem Abend ein Date mit einem hübschen Typen und habe mir gedacht, so wichtig kann es nicht sein. Ich sag's nochmal, #fucking_epic_fail. Ab jetzt sorgen wir dafür, dass wenn unsere Leute in wichtigen Positionen sitzen, dass wir die verteidigen. Ab jetzt sorgen wir dafür, dass so eine Linksregierung unter Druck gesetzt wird. Jeden Tag, das hat Bernie Sanders in den USA eigentlich ziemlich gut gesagt. Ne? Also klar wurde, er wird irgendwie nicht gewinnen, hat er gesagt, so, wir bleiben mobilisiert, wir üben Druck aus, damit die auch mal gescheite Sachen machen kann und nicht einfach immer nur dem Druck der anderen Seite ausgesetzt ist. Wir müssen aufhören zu denken, dass wir immer verlieren werden und endlich mal anfangen zu glauben, dass wir auch gewinnen können, weil dann gewinnen wir nämlich auch.